Kapitel 1 Starteinstellungen. Adressfeld. Beim Start der Software öffnet sich ein Eingabefeld für Ihre Absenderadresse. Sie können hier einfach auf den Schalter Abbruch klicken. Eingaben sind in der Regel nicht erforderlich. Sprache. Mit diesem Schalter wird die Benutzersprache eingestellt. Wählen Sie die für Sie passende Sprache aus und klicken Sie auf OK. Einheiten. Mit diesem Schalter können physikalische Einheiten ein- bzw. umgestellt werden. Sie können zwischen verschiedenen Maßsystemen auswählen. SI-Einheiten ist der voreingestellte Systemtyp und spiegelt das metrische System wider. Weiterhin können Sie US-Maßeinheiten anwählen oder benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen. Mit OK werden alle Größen in der Software automatisch auf die gewählten Einheiten umgerechnet. Die Ermittlung einer geeigneten Pumpe ist nach verschiedenen Verfahren möglich. Die Auswahl erfolgt hydraulisch, nach Betriebspunktvorgabe und festgelegten Einsatzgebieten sowie Vorgaben zum Fördermedium, produktbezogen. Direktauswahl nach bereits bekannter Pumpenbezeichnung. Kapitel 2 Hydraulische Auswahl. Zu Beginn der hydraulischen Auswahl ist die Netzfrequenz und das Einsatzgebiet zu bestimmen. Bei der Auswahl werden alle Kennlinien und Baureihen berücksichtigt, die für die eingegebenen Werte in der Datenbank hinterlegt sind. Rechts im Fenster werden die jeweils verfügbaren Baureihen angezeigt und blau markiert. Nun werden in der Karteikarte Betriebsdaten die hydraulischen Daten der Anlage festgelegt, die bei der Auswahl der geeigneten Pumpe Berücksichtigung finden sollen. Bei der einfachen Auswahl ist nur die Eingabe vom vorab definierten Gesamtförderstrom und der vorab definierten Gesamtförderhöhe nötig. Sollte dies nicht ausreichend sein, können über den Schalter Erweitert in der unteren Schaltleiste zusätzliche Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Über den Schalter Betriebspunkt gelangen Sie zum Rohrleitungsberechnungsprogramm PipeCalc. Diese Software unterstützt Sie bei der Bestimmung des benötigten Betriebspunktes und wird in Kapitel 5 erklärt. Rechts im Fenster im Bereich Anlagenart können Sie die Pumpenanzahl festlegen und zwischen Einzel-, Mehr- oder Parallelbetrieb und Reihenschaltung wählen. Nun werden in der Karteikarte Betriebsdaten die hydraulischen Daten der Anlage festgelegt, die bei der Auswahl der geeigneten Pumpe Berücksichtigung finden sollen. In der Karteikarte Medium kann ein für das Einsatzgebiet festgelegtes Fördermedium sowie dessen Temperatur, Dichte und Viskosität ausgewählt werden. Sind alle Parameter für die Suche eingegeben, wird mit dem Schalter Auswählen die automatische Suche innerhalb aller blau markierten Baureihen gestartet. Wenn Sie nur bestimmte Baureihen auswählen möchten, markieren Sie diese bitte manuell und klicken erst dann auf Auswählen. Wenn keine geeignete Pumpe gefunden wird, öffnet sich die Kennfeldübersicht mit einem Fehlerhinweis. Die Auswahl kann mit geänderten Werten zum Betriebspunkt neu gestartet werden. Der Pumpenauswahl-Dialog wird in Kapitel 4 beschrieben. Kapitel 3 Pumpendirektauswahl. Die Direktauswahl ermöglicht Ihnen die gezielte und direkte Auswahl einer Pumpe. Alle verfügbaren Baureihen werden in Abhängigkeit von der Frequenz mit ihren wichtigsten Eigenschaften angezeigt. Im Fenster links können Sie zwischen den verfügbaren Baureihen wählen. Die Konfigurationsmöglichkeiten werden zusammengefasst dargestellt. Kapitel 4 Pumpenauswahl-Dialog. War die Auswahl erfolgreich, gelangt man in dieses Dialogfenster. Es werden alle Pumpen aufgelistet, die den vorgegebenen Daten entsprechen. Alle hinterlegten Informationen stehen in diesem Fenster zur Anzeige und Weiterverarbeitung bereit. Je nach Bedarf können Sie sich die Ansicht des Fensters mit der Checkbox linksbündig nach Ihren Wünschen einrichten. Auch die Größe der einzelnen Fensterteile lässt sich individuell durch Ziehen der Bildgrenzen mit dem Mauszeiger verändern. Dieses Dialogfenster ist in Karteikarten unterteilt. Auf der rechten Seite lässt es Änderungen der technischen und elektrischen Einstellungen zu. Die Konfiguration kann hier also entsprechend spezifiziert werden. Die Bedeutung der kleinen Schalter wird am Mauszeiger eingeblendet. Über den Schalter Ansicht können Sie die gewünschte Kennlinienansicht auswählen und über den Schalter Diagramm Einstellungen hat man verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl, um sich das Diagramm nach seinen Wünschen einzurichten. Kapitel 4.1 Aktuelle Konfiguration. In diesem Teil des Fensters werden die aktuelle Kennlinie, also der Laufraddurchmesser, der Motortyp, die Installationsart und die Werkstoffausführung angezeigt. Es ist möglich, manuelle Einstellungen vorzunehmen, um die passendste Pumpenkonfiguration zusammenzustellen.
Kapitel 4.2 Optimieren. Durch die Auswahl Drehzahl anpassen besteht die Möglichkeit, ein Drehzahlfeld zu erzeugen, wobei in der Tabelle wahlweise die Drehzahl n oder die Frequenz f eingegeben werden kann. Kapitel 4.3 Betriebspunkte. Durch das Betätigen des Schalters Betriebspunkte können die Eingabewerte für den Soll-Betriebspunkt korrigiert oder beliebig viele weitere Betriebspunkte hinzugefügt bzw. wieder entfernt werden. Die eingegebenen Betriebspunkte werden dann mit der ausgewählten Bezeichnung im Kennlinienfeld angezeigt. Kapitel 4.4 Karteikarten im Auswahldialog. Sie können zwischen den Karteikarten Diagramm, Abmessungen, Werkstoffe, Produktbeschreibung, Druckvorschau drucken und Darstellung wählen. In der Karteikarte Abmessungen finden Sie die Maßzeichnung zum ausgewählten Pumpentyp. Diese lässt sich mit der Zoom-Funktion vergrößern und verkleinern. Weiterhin können Sie die Datei als Grafik speichern oder in die Zwischenablage kopieren. Die Zeichnung ändert sich in Abhängigkeit zur ausgewählten Pumpe. In diesem Fenster wird die aktuelle Werkstoffkombination der ausgewählten Pumpe angezeigt. Hier können Sie zum Beispiel bei der Baureihe INVB die verschiedenen Varianten der Gleitringdichtung auswählen. Die Beschreibung bzw. der Ausschreibungstext als Lang- oder Kurztext wird im Fenster Produktbeschreibung angezeigt. Die Texte sind frei editierbar, sodass man ihn nach seinen Vorstellungen bearbeiten und kopieren kann. Unter Druckvorschau drucken stehen Ihnen alle Daten als übersichtliche Datenblätter zur Verfügung. Diese Datenblätter können ausgedruckt oder als PDF-Datei generiert werden. Sie haben die Auswahlmöglichkeit, ob nur einzelne oder ob alle Blätter ausgegeben werden sollen. Im Fenster Darstellung wird die Produktabbildung angezeigt. Hier stehen Ihnen wieder Zoom- und Speicherfunktionen zur Verfügung. Kapitel 5 PipeCalc. Diese Software unterstützt Sie bei der Bestimmung der bestehenden Verluste in Ihrem Rohrleitungssystem. Wie in Kapitel 2 erwähnt, gelangen Sie in der hydraulischen Auswahl über den Schalter Betriebspunkt zum Rohrleitungsberechnungsprogramm PipeCalc. Beim Start der Software öffnet sich ein Eingabefeld für Ihre Absenderadresse. Sie können hier einfach auf den Schalter Abbruch klicken. Eingaben sind in der Regel nicht erforderlich. Im ersten Schritt wählen Sie bitte das Fördermedium über die Auswahlliste rechts aus und geben die Temperatur an. Die spezifischen Eigenschaften werden dann in die Berechnung übernommen. Der Gesamtförderstrom in Kubikmeter pro Stunde ist mittig in das Eingabefeld einzutragen. Wenn Sie auf das aktive Taschenrechner-Symbol klicken, öffnet sich der Dialog zur Berechnung der Gesamtförderhöhe. Hier können Sie nun Ihr Installationsmaterial wie Rohrleitungen, Krümmer, Übergangsstücke, Absperrarmaturen, Rückflussverhinderer, sonstige Armaturen und sonstige Verluste eingeben. In jeder Karteikarte stehen Ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zu Werkstoffen, Normen, Marken und Anschlussvarianten zur Verfügung. Wenn Sie nun, wie im Beispiel gezeigt, Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie die Verlusthöhe mit einem Klick auf OK in Ihre Berechnung übernehmen. Sollte die Fließgeschwindigkeit in der Rohrleitung zu hoch sein, warnt Sie die Software und Sie müssen zum Beispiel den Rohrleitungsdurchmesser erhöhen. Zum Abschluss geben Sie bitte noch die eventuelle geodätische Förderhöhe mit ein. Das System fragt Sie, ob Sie die Berechnung speichern möchten. Hier klicken Sie bitte auf Nein. Ihre soeben getätigten Berechnungen werden dann übernommen und Sie können wie in Kapitel 2 und folgend weiterarbeiten. Sollten Sie einmal keinen passenden Pumpentyp auswählen können oder Fragen zu Spec Select haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Sie erreichen uns unter 09123 9490 oder per Mail unter vertrieb@spec-pumps.com. Wir freuen uns auf Sie.